Wie klein geht eigentlich die Systemkamera? Die klare Antwort von Fujifilm ist ja. Ich zeige euch, was die neue Fujifilm X-M5 alles in der Praxis kann, ob sie wirklich eine Content-Creator-Kamera ist, Reisekamera, Zweitkamera oder ein vollwertiger Systemkameraersatz. Los geht's! Ja, wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter für einen Fotografen. Aktuell fängt es jetzt halt hier mal wieder an zu regnen. Egal, gestern war es schön, heute nicht so sehr, aber ich muss jetzt euch noch zeigen, was die Kamera alles kann. Die Fujifilm X-M5, das ist die leichteste Systemkamera im Sortiment von Fujifilm mit dem X-Mount. Das heißt, ich kann hier sämtliche Objektive der X-Mount-Serie anschließen. Hier habe ich jetzt ein Objektiv mit 15 bis 45 mm mit dabei. Das Schöne dabei ist, das hat ein motorgetriebenes Zoom. Das ist ganz nice, wenn ich unterwegs bin und habe mich da auch schnell dran gewöhnt. Macht richtig Spaß. Sehr schön ist, habe ich das passende Objektiv angeschlossen, kann ich hiermit auch per Fingertipp zoomen. Das ist gerade praktisch, wenn ich die Kamera eben im Selfie-Modus unterwegs habe, habe ich hier die Möglichkeit, mit der Schiebewippe hier am Rande dann den Zoom auf und ab zu bewegen. Oder eben ganz weit weg. Das funktioniert aber nur, wenn ich natürlich das entsprechende Objektiv angeschlossen habe, das es auch unterstützt. Hier jetzt aktuell eben das 15 bis 45 mm von Fujifilm. Da klappt das hervorragend. Schade ist die Bedienung des Zooms auf dem Display. Die ist nicht ganz so optimal gelöst. Ich finde die ein bisschen fummelig. Vielleicht habe ich auch einfach zu große Finger. Am Objektiv selbst funktioniert es aber einwandfrei. An Technik wurde nicht gespart. Ich habe hier im Grunde genommen fast die gleiche Technik drin, wie ich sie auch bei den etwas größeren Kameras wie beispielsweise der X-T50 finde. Konkret leistet diese Kamera 26 Megapixel, hat den X-Trans CMOS 4 Sensor mit dabei und setzt auf die AI Objekt- und Personenerkennung. Das heißt, der Autofokus erkennt sehr, sehr intelligent Objekte wie Auto, Tiere, Vögel, aber eben auch ganz scharf Gesichter und Personen. Bei der Bedienung, da setzt Fujifilm auf das bewährte Konzept. Retro-Look und die zwei Drehräder. Die sind allerdings hier ein bisschen anders belegt, als man es vielleicht von den größeren Kameras kennt. Ich habe hier einmal ein Drehrad auf der linken Seite. Da stelle ich an der X-M5 Filmsimulationen ein. Das heißt, ich kann hier sehr, sehr schnell meine Filmlooks wählen, meine Fotolooks und das sehe ich dann natürlich auch im Display direkt in der Vorschau. Auf der rechten Seite, da habe ich dann klassischerweise die verschiedenen Fotografiermodi, manuell, Programmautomatik, Vollautomatik und im Vlog-Modus, das ist der Videomodus der Kamera, da habe ich auf dem Display sämtliche Infos eingeblendet, die ihr als Content Creator wirklich brauche. Ist mega praktisch, übrigens auch wenn man normal filmen möchte. Ich kann hier sehen, hey, bin ich im Fokus, sind die Mikrofone an, funktionieren die alle, wie viel Aufnahmezeit habe ich noch, reicht noch die Batterie. Zusätzlich kann ich natürlich alles per Display bedienen, inklusive auch Schärfeeinstellungen, wenn ich das möchte. Und das ist vielleicht noch ein kleines Highlight, wenn ich für TikTok oder Instagram oder Facebook aufnehmen möchte. Ich habe einen Timer drin, der mich erinnert, okay, ich muss jetzt aufhören zu quatschen. Das heißt also, die typischen 15 oder 30 Sekunden oder 60 Sekunden kann ich hier einstellen und weiß dann auch, wann wirklich Schluss ist. Übrigens, was ich festgestellt habe, das Display funktioniert auch wirklich bei fiesem Sonnenlicht. Wie ich es jetzt gerade hier habe, es ist Mittagssonne, eigentlich wirklich überhaupt nicht die Zeit, wo man ein Video drehen sollte oder auch Fotos machen sollte. Und schon gar nicht, wenn 100.000 Menschen herumrennen. Aber die Kamera macht das richtig gut. Und was ein Mikrofon leistet, wenn hier fiese Umgebungsgeräusche sind, das schauen wir uns nachher natürlich noch am Computer an. In Sachen Video, da schafft die Kamera 6K bei 30 Bildern pro Sekunde und mit 4K schafft sie 60 Bilder pro Sekunde. So, was gibt es jetzt an kleinen Minuspunkten für diese Kamera? Da habe ich tatsächlich eine Geschichte. Der Sucher, der optische, der fehlt. Ich bin hier aufs Display beschränkt, aber immerhin, das kann ich drehen und wenden, wie ich möchte. Das vermisse ich zum Beispiel bei meiner großen Fujifilm. Außerdem, die Fujifilm X-M5, die hat keinen optischen Bildstabilisator, sondern einen digitalen Bildstabilisator eingebaut. Ich bin hier eigentlich eher mit so ein bisschen was Größerem hier unterwegs. Also ich glaube, die Differenz hier sind locker 2 Kilo zwischen der X-M5 und der GFX 102. Aber ich muss sagen, hey, es ist
gar nicht mal so schlecht mit so einer kleinen Kamera unterwegs zu sein. Man kann sie wirklich mit einem kleinen Objektiv in die Hosentasche stecken und man hat sie schnell griffbereit. Das macht richtig Laune. Ist natürlich ein bisschen anderes Fotografieren, das ist ganz klar. Aber jetzt wirklich so als Reisekamera, wenn ich keinen Bock habe, wirklich meine riesen Fotoausrüstung mitzuschleppen, mag das hier, dann ist das eine voll tolle Alternative. Und ganz ehrlich, so dieser Selfie-Modus mit dem umklappbaren Display, der ist schon eine feine Sache. Die Fujifilm X-M5 bringt alles mit, um Smartphone-Fotografen für die Fotografie mit der Systemkamera zu begeistern. Mit 335 Gramm ist sie ein echtes Leichtgewicht und passt locker in eine Jackentasche. Die Optik im gewohnten Fuji-Retro-Look ist stylisch, die Bedienung in einer Kombi aus den bekannten Drehrädern und Touchscreen-Steuerung sehr intuitiv. Mit dem 26-Megapixel APS-C-Sensor gelingen sehr gute Aufnahmen, auch die Videoqualität ist mit bis zu 6K durchweg gut. Die AI-Objekterkennung macht das Fokussieren außerdem zum Kinderspiel. Und statt Neulinge mit Blendeneinstellungen zu nerven, kann man bei der Kamera beispielsweise einfach die Hintergrundunschärfe aktivieren und die Kamera erledigt für gelungene Porträtshots die Einstellungen im Hintergrund. Das ist echt clever und eben nicht softwaretechnisch, sondern durch die Hardware gelöst. Für Content Creator geht Fujifilm aufs Ganze. Das Display ist dreh- und schwenkbar, Hochkantaufnahmen klappen auch im Videomodus problemlos. Im Vlog-Modus zeigt die Fujifilm im Display beim Videodreh zudem alles an, was man für Instagram und Co. benötigt, inklusive praktischem Timer. Dass Fujifilm auf einen Sucher verzichtet, kann man hinsichtlich der angepeilten Zielgruppe, die wohl noch nie im Leben durch einen Sucher geschaut hat, verschmerzen. Doch zur Ausgangsfrage, ist das jetzt eine vollwertige Systemkamera? Von unserer Seite aus ein klares Ja, denn die kleine Kamera hat alles drin, was man braucht. Man kann jederzeit voll manuell fotografieren, wenn man das möchte, aber eben zum Einstieg sich auch einfach auf die Automatikfunktionen verlassen.